Moin ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Dänemark. Haben hier das da, die da, dumm da dabei. Vollgepackt das Ding? Pennen wieder drin. Ja. Und haben uns da ein paar Sachen ausgeguckt in Dänemark. Und die kriegt ihr mit. Mal sehen, wie lange das Video wird. Wir sind jetzt gerade losgefahren. Wir haben uns ein großes Ziel gesteckt, wo wir hinwollen auf jeden Fall. Und was wir auf dem Weg Interessantes finden, da haben wir schon ein paar Sachen entdeckt, die nehmen wir mit. So der Plan. Los geht's. So, jetzt sind wir in Dänemark. So schnell kann es gehen. Weiter geht's. Wir haben noch 117 Kilometer bis zu unserem Übernachtungsplatz. Na, schauen wir mal, was uns da erwartet. Hier haben wir die dänische Route 66. Ich bin ja nicht für Beschränkungen, zum Beispiel Autobahn, Geschwindigkeit und so weiter. Aber, Michael ist generell nicht so für Regeln. ne, genau. Aber ich muss sagen, in Dänemark, da darfst du auf der Autobahn maximal 130 fahren. Oft nur 110. Und das ist ein total entspanntes Fahren. Da kommt keiner von hinten angeknallt, keiner drängelt oder niemand. Angenehmes Fahren hier. Man fährt hier von Kreisverkehr zu Kreisverkehr. Oh ja. Ampeln sind hier eher ungewöhnlich. Wir haben jetzt noch 6,5 Kilometer bis zu unserem geplanten Stellplatz. Wir sind jetzt schon echt mitten im Nichts. Straßenmarkierungen gibt, also solche Reflexionsdinger gibt es schon lange nicht mehr. Bin gespannt, wo wir hier landen werden. Ja, und ich erst. Straße siehst du nur mit Fernlicht. Das ist irre. Herrlich. Autos sind uns schon länger keine mehr entgegengekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen. Das ist ein Bauernhof. Und da führt jetzt ein kleiner Weg weg. Und wir sind jetzt erstmal auf Erkundungstour gegangen. Bevor wir irgendwas im Bett richten, müssen wir erstmal gucken, wohin dieser Weg führt. Aha. Ich glaube, der führt nur ans Feld, ne? Ja. Okay, von hier droht also keine Gefahr. Was denn für eine Gefahr? Bären? Oder? Nein, aber dass von hier aus, von dieser Seite unerwartet Menschen kommen. Guckt euch mal den Himmel an, wie das hier aussieht. Ich glaube, das wird sich lohnen, hier heute Abend auch noch mal den Sternenhimmel an. Genau. Da ein Stern, ich sehe ihn auf der Kamera, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt. Aber ich glaube, das lohnt sich, dass wir nachher noch mal Sterne gucken kommen. Wir haben uns jetzt in unsere Gemächer zurückgezogen, zumindest vorübergehend. Ja. Gerade eine Semmel gegessen. Oder du hast ein Brötchen gegessen, ich habe eine Semmel gegessen. Und wir filmen die ganze Zeit nur mit dem iPhone, weil unser Equipment ist noch eingepackt. Das kommt erst morgen zum Einsatz. Der Stellplatz ist cool. Der ist richtig schön, den zeigen wir euch morgen bei Tag nochmal. Und wir sind alleine hier. Genau, das Keiner ist wichtig. Bis morgen. Bis morgen. So, erste Nacht gut überstanden. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Um Ja, 10. 10. Und wir sind hier jetzt in der Nähe von Jelling in Dänemark. Und da ist ein Weltkulturerbe. Ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, ja. Und nach unseren guten Erfahrungen mit UNESCO-Weltkulturerben. Das war aber auch nicht unser erklärtes Ziel, aber wir haben gedacht, da laufen wir jetzt mal hin. Gucken uns das an. Das sind Runensteine und eine restaurierte Kirche. Ja. Du hattest da irgendwas erzählt von den Brüdern, ne? Die von so einem, ja, ich komme schon wieder ins Stammeln. Ja. Die Kirche wurde jedenfalls auf einer ganz alten Kirche aus Holz erbaut. Und bei der Restauration von dieser Kirche wurden diese Holzreste freigelegt. Und da wurden auch Gebeine gefunden. Aber Details liefern wir später. Liefern wir, wenn wir da sind. Diese Palisaden sollen eine Mauer nachbilden, die es hier mal gab aus Holz, aus Wikingerzeiten. Von König Blauzahn errichtet. Harald Blauzahn, das war ein Wikingerkönig.
Und ich glaube, als sie diese Kirche ausgebuddelt haben, da haben sie auch Gebeine gefunden und haben angenommen, dass das der ist. Ne? Ich glaube, sie haben angenommen, dass das Gorm ist. Ach, nicht Blauzahn? Nee. Ah ja, guck mal, da ist eine Katze. Ja, eine schwarze Katze. Von links. Ist das gut oder schlecht? Schreibt mal in die Kommentare. Von links nach links gelingt. Ah. Oder? Was sagt ihr? So, wir gehen da jetzt mal rein. Jawohl. Also das hier ist ein Grabhügel mit schwarzer Katze. Da drüben ist noch ein zweiter Grabhügel. Hallo Mizi, Hi. das ist dein Job. Die Kirche ist umgeben von diesen beiden Grabhügeln. Hallo Süße. Hallo Hübsche. Darf ich mal? Wie üblich, Darf ich mal? Marion wird geliebt. Ja, geliebt ist zu viel gesagt. Friedhof, Grabhügel, Kirche. So viel zum Thema nicht geliebt. Werden wir verkeilt? Ja, doch schön mit dem Hund spazieren gehen, ne? Na Süße. Wie cool. Ja. So. Ach, du musst abbiegen? Im 10. Jahrhundert ließ König Harald Blauzahn die Taufurkunde Dänemarks auf einen Runenstein in Jelling einmeißeln und errichtete 2 große Grabhügel. Die Denkmäler von Jelling stehen seit 1994 auf der UNESCO-Welterbeliste. Grabhügel, wie hoch mag der sein? Alter, Mich darfst du keine Schätzfragen fragen. Das weiß ich nicht. bestimmt 20 Meter. Das hier ist eine Grabkammer ohne Skelett. Hier, genau in der Mitte von König Haralds Bauwerk, befindet sich der Nordhügel. Er ist 8,5 Meter hoch, naja, fast mit den 20 und 65 Meter breit. Im Inneren des Hügels wurde 1820 eine Grabkammer entdeckt, die Mitte des 10. Jahrhunderts gebaut wurde. In der Grabkammer befanden sich mehrere wertvolle Gegenstände, darunter der kleine Jellingkelch, aber man fand kein Skelett. Vielleicht wurde die Person an einen anderen Ort verlegt und erneut begraben. Könnte es sich um König Gorm gehandelt haben, der vom Grabhügel in die Grabkammer unter der Kirche verlegt wurde? König Gorm ist der Vater von König Blauzahn übrigens. Ach so. Ich kriege ja immer Gänsehaut bei solchen historischen Gegenden. Ja, natürlich ist jede Stelle, auf der man wandelt auf dieser Erde, alt und historisch. Aber das ist schon, wenn man so weiß, was hier geschehen ist und was passiert ist, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Hier hat man auch mal einen schönen Rundumblick über die Nachbauten des Zaunes. Diese Mauer, ne? Ja. Also dieser Wall, der war wohl 1,5 Kilometer lang aus Holz. Ne? Aber guck mal, der Friedhof. Sieht wunderschön aus. Und in dem zweiten Grabhügel, die echt ziemlich groß sind, da haben sie gar nichts gefunden. Nicht mal eine Grabkammer, da war nichts drin. Und in der Kirche, da haben sie da unter einer Holzkirche ausgebuddelt. Da haben sie ein Skelett gefunden von König Gorm. Ja, vermutlich. Und der war der Vater von Harald Blauzahn. Der wiederum war der Erfinder von Bluetooth. Den haben wir Bluetooth zu verdanken. Ja. Das gab es also schon im 10. Jahrhundert, oder wann war das? Ja, also 1100 wurde die alte Kirche ersetzt, die Holzkirche. Ja, 10. Jahrhundert dürfte stimmen. Und da gab es nur noch keine Geräte, aber die Technik war schon da. Ja. Das iPhone kam dann später. Interessant ist ja, dass der südliche Grabhügel der größere von den beiden ist, der komplett leer gewesen ist. Der nördliche Grabhügel ist der kleinere und da wird eben vermutet, dass ursprünglich König Gorm drin bestattet wurde und dann aber in die Kirche verlegt wurde. Wenn dir unser Video gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Kostet dich nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denk dran, auch nach dem Abonnieren gleich die kleine Glocke zu aktivieren, denn damit erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn es Neuigkeiten von uns gibt und du bist immer up to date und auf dem Laufenden. Mahlzeit. Mahlzeit. Jetzt müssen natürlich noch unsere Schulden bezahlt werden. Also 10 Euro, Die schmeißt man hier einfach in den Briefkasten. 75 Kronen oder 10 Euro. Und dabei sind Wasser, hier hast du Wasser aus dem Wasserschlauch,
Gießkanne und irgendwo soll es auch Strom geben. Das ist inklusive. Und damit dir nicht langweilig wird, findest du auch noch ein paar Bücher. Nett gemacht hier. Super. Danke. Vielen Dank. Und weiter geht's. Wir sind jetzt bei Silkeborg im Land Holland. Und wir sind hier, weil hier 1950 eine Leiche gefunden wurde. Eine Moorleiche. Eine Moorleiche. 2 Brüder waren hier unterwegs, hier in dieser Gegend und wollten Torf stechen zum Heizen, haben Torf gesucht und haben dann eine Leiche gefunden. Und die waren davon überzeugt, dass die also relativ frisch war, weil die noch so gut erhalten war. Berühmt geworden ist diese Leiche als Tollundmann. Und Archäologen datieren den auf ungefähr 2200 bis 2400 Jahre. Ich wollte gerade sagen, die gar nicht mehr so jung war. Und so gut erhalten, dass es seinesgleichen sucht. Ja, was ist hier? Hier ist unser Weg. Ja, wir orientieren uns hier gerade. Wir sind hier im Nirgendwo. Mal wieder. Das kommt in Dänemark ja nicht so oft vor. Mal wieder. Und wir gehen jetzt zur Fundstelle. Und das an sich könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber wir zeigen euch auch noch die Leiche selbst. Wir sind noch gar nicht weit gekommen, weil hier wirklich ein Highlight das nächste jagt. Wir bleiben ständig wieder stehen, filmen links, filmen rechts. Also das ist einfach nur schön hier. Also das ist echt Premium, ne? Ja, absolut. Das ist Wahnsinn. Es ist echt unglaublich und kein Mensch außer uns hier. So ein Moor habe ich noch nicht gesehen. Es ist einfach unbeschreiblich. Sag mal, zählt das als rote Beeren? Nein. Doch. Nein. Jawohl. Die zählen nicht als rote Beeren. Jawohl. Nein. Doch, das zählt rote Beeren. Das zählt gar nicht. Aber was ist rot und steht am Straßenrand? Hagenutte. Und was ist grün und steht am Straßenrand? Keine Ahnung. Eine Prostituierte. Du Luder. Bisschen Heidelandschaft hier, ne? Also irre. Und guck dir jetzt, da kommen wir jetzt auf einen Hügel zu, der voll mit Heide ist, blühende Heide. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir lang müssen. Ja, wir suchen ja unseren Tollundmann, ne? Genau. Guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt auf dem Foto, auf dem Video. Das ist Wahnsinn. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, was wir da von unten gesehen haben. Irre sieht das aus. Wunderschön. Das Wasser hier links. Das ganze Moor. Richtig geil hier. Also wunderschön. Ja, Das habe ich selten gesehen, sowas. ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich sowas Scheiße. So Schönes schon mal gesehen hätte. Kein Tollundmann mehr angeschrieben. Ja, guck mal, hier ist er abgebildet. Genau wo er gelegen hat. Das finde ich ja krass.
This is how Tollund Man was found. His right side is best preserved, which is why he's lying on his left side in the exhibit at Museum Silkeborg today. Den haben sie jetzt, ich weiß nicht wann, nach Silkeborg verbracht. Ins Museum? Ins Museum. Und da liegt ja dann praktisch die echte Moorleiche. Und da fahren wir hin. Und werden euch den auch zeigen. Wir haben da schon angefragt vor mehreren Wochen, ob wir da filmen dürfen. Die waren total nett. Hat er gesagt, ja, mach doch. Und dann machen wir das. Wir sind jetzt so 20 Kilometer entfernt von Silkeborg. 10. Ne? 10 vielleicht. Interessant ist, dass der auf der rechten Seite liegend aufgefunden wurde. Der Tollund Man im Museum ausgestellt ist, aber auf der linken Seite liegend. Denn die Seite, die tiefer im Moor gelegen hat, die ist besser konserviert. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, ich muss euch das direkt mal sagen, weil wenn ihr in Dänemark seid und Bock habt zu wandern, hier das ist ja auch ein Wanderweg. Und dieser Wanderweg, der geht einmal rund um den Böllingsee. Und dieser Parkplatz ist praktisch an der südlichen Spitze von diesem, da wo wir jetzt stehen. Wie heißt der? Du parkst hier, steht da. Du parkst hier. Der heißt... Oh Mann, ey. Du parkst hier, ja. Wisst ihr was? Ich glaube, das Einfachste ist, vielleicht stellen wir einfach unsere Route bei Komoot online, dann sehen Sie den Startpunkt. Die ist aber nur kurz, weil ich meinen Fuß kaputt habe. Weiß nicht warum. Erst die eine, dann der andere. Ja, der absolute Hammer. Das Sonnenlicht, was durch diese Platte fällt, das bildet den Tollund Man hier unten. Guckt euch das mal an. Da liegt er dann wirklich auf dem Boden. Irre. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Siehst du das jetzt? Ja. Also irre. Hier oben ist er reingeschnitten und hier unten fällt das Sonnenlicht und dann liegt er da auf seiner ursprünglichen... Also das ist gruselig. Ja, ist es. Das ist wirklich gruselig. Aber auch richtig geil. Da sind die Füße und da liegt er. Wahnsinn. Aber wir haben hier eben auch einen Einheimischen getroffen, in dessen Privatweg wir reingefahren sind. Der war ganz nett und der hat uns gesagt, wo wir hin müssen. Ja. Weil so präsent ist das hier alles nicht. Also das ist jetzt nicht hier die Riesenattraktion, die groß ausgeschildert ist. Nee, überhaupt nicht. Nee, am Parkplatz gibt's wohl so eine Tafel, aber dann musst du hierher finden. Mit den einzelnen Stationen auf diesem Rundwanderweg hast du eine Tafel am Parkplatz, aber auch die Ausschilderung auf dem Weg ist alles andere als gut. Also da musst du dann immer hoffen, dass du mal wieder einen Pfeil findest, aber zwischendrin gehen 12 Wege ab ohne Beschilderung. Wir haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall, wenn die Füße heil sind, noch mal herkommen und hier rumlaufen. Das ist wunderschön. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir weiter einmal. Ich humpel zurück, Marion geht wie so eine Gazelle. Ich schwebe. Jetzt sind wir in Silkeborg beim Tollund Man Museum. Und den werden wir uns jetzt mal näher betrachten. Und neben dem Tollund Man, das haben wir erst in der Nachschau erfahren oder rausgefunden, es wurden 90 Meter entfernt vom Tollund Man 1930 die Ellingfrau gefunden. Auch eine Moorleiche und die ist auch hier ausgestellt. Und beide sind offensichtlich gehängt worden, wie wir herausgefunden haben. Jawohl. Wir gucken mal. Hi. Okay. All the exhibitions are marked with a letter. So if Okay. Yeah. Thank you very much. Das war ja schon mal eine sehr nette Begrüßung und ein sehr netter Empfang. Ja. Und an dieser Stelle vielen Dank und ganz liebe Grüße an unsere Kanalmitglieder. Als Kanalmitglied erwarten dich exklusive Inhalte, wie zum Beispiel eigene Icons oder das ein oder andere Sondervideo
Und außerdem siehst du unsere Videos, unsere regulären, vor allen anderen und dazu werbefrei. Und was kostet das? Wir haben 2 Abo-Modelle. Einmal 99 Cent im Monat und einmal 2,99 im Monat. Inhaltlich sind beide identisch. Hängt einfach davon ab, ob du uns mit ein bisschen mehr oder mit ein bisschen weniger unterstützen möchtest. Und einen Vorteil habe ich noch vergessen. Wenn du Kanalmitglied bist, dann wird dein Kommentar unter unseren Videos hervorgehoben dargestellt. Und der Link zur Kanalmitgliedschaft, der ist unten in der Videobeschreibung. Und außerdem im QR-Code zu finden. Wir freuen uns auf dich.